Servus zusammen, der wieder schauen musst mit dem Bosch GSR 18V110 an. Das ist der Vorgänger vom 150er. Den kann man immer noch kaufen. Da schauen wir uns kurz an. In Malaysia produziert, 480 Umdrehungen, 210. Haben wir gemessen. So schaut er aus. Der Griff ist deutlich kürzer als beim 150C. Links-Rechts-Verstellung funktioniert tadellos. Verarbeitung gefällt mir ganz gut. Erster, zweiter Gang funktioniert super, wenn man es mit dem Daumen macht. Kupplung gefällt mir auch ganz gut, relativ breit, das gefällt mir. Bohrfutter ist sehr schön. Das da auch, ja, optisch, haptisch gefällt mir ganz gut. So, schauen wir uns die Umdrehungszahl an im ersten Gang. Mindestdrehzahl ist wirklich sehr schön beim 110er. Das kann man wirklich sehr fein dosieren. Da sind wir bei 12 Umdrehungen pro Minute, was wirklich unglaublich gut ist. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist ein definitiver Vorteil, den man hat, wenn man das so langsam eindrehen will. Ja, ich würde sagen, meistens machen wir es eh nicht da, aber ja, 450 Probe im ersten Gang. Und im zweiten Gang jetzt ist auch extrem fein dosierbar. Also das ist wirklich sehr schön, wenn man es machen kann bei 23,8 Umdrehungen pro Minute. Das ist ja und 2000 dann maximal. Ja, wie schon gesagt, sind wirklich sehr gute Werte. Vor allem natürlich gibt Bosch viel zu viel an, das stimmt schon. Aber trotzdem sind das keine schlechten Werte, muss man sagen. Elf Komma drei. So, wir haben ein Drehmoment von 40 Newtonmetern. Das ist, wenn man alle Akkuschrauber betrachtet, relativ mittig, aber wenn man dann wirklich die einzelnen betrachtet, die ich alle getestet habe, ist es schon sehr, sehr weit oben, logisch, 40 Newtonmeter.
ist definitiv ganz ordentliches Drehmoment, was man wirklich, ja, im Prinzip 95, 99% der Aufgaben erledigen kann. Er ist definitiv schlechter als der 150C, aber trotzdem ist er noch ganz gut dabei, muss man sagen. 40 Newtonmeter, ganz in Ordnung. Was aber definitiv für den 110 spricht, ist die Lautstärke. Der ist wirklich super, muss man sagen. Also, es ist wirklich viel, 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 viel besser als beim 150C. Viel angenehmer, viel leiser. Das ist definitiv ein riesiger Vorteil. Wer die Leistung nicht braucht, macht das einen riesigen Unterschied, muss ich sagen. Vor allem, wenn man keinen Gehörschutz verwenden will, ist das vollkommen in Ordnung. Da braucht man keine 82 dB bei 20 Zentimeter Abstand. Das passt. Meistens ist mehr Abstand. Also, und die Tonart, der Klang ist viel angenehmer, also wirklich ganz großer Pluspunkt für mich. Auch beim Gewicht ist es ein riesiger Vorteil. Ich meine, das sind 300 Gramm Unterschied, was den 110C leichter macht. Das ist muss man auch mit einberechnen und das gefällt mir. Die Lautstärke ist viel angenehmer, das Gewicht ist viel angenehmer. 300 Gramm macht einen riesigen Unterschied, vor allem wenn man wirklich viel mit dem arbeitet. Und das sind alles Punkte, die für den 110 sprechen. Wenn man die Leistung nicht benötigt, ist der 110C definitiv eine klare, Empfehlung, weil wenn man das echt nicht braucht, dann würde ich das gar nicht kaufen, den 150, außer man braucht das mit die Winkelfunktion und das Ganze, aber sonst kann ich wirklich nur sagen, 110C hat wirklich viele Vorteile auch. Schauen wir uns dann die Geschwindigkeit an. So, wir sehen können, der 110C ist um die 4 Sekunden langsamer. Wieso? Weil er eigentlich den 230er nicht im zweiten Gang versenken kann. Das macht den einzigen Unterschied. Im Prinzip sind die Zeiten sehr ähnlich zum 150C und deswegen die meisten Aufgaben werden der ungefähr gleich schnell erledigen, zu 95%. Die ganz großen Aufgaben, da wird dann der 150er dann deutlich Sekunden aufholen und deutlich besser sein. Aber ich sage mal so, für die meisten, wenn man starken braucht, wird der 110C auch schon ausreichen. Ja, Preis ist auch sehr ähnlich. Also wer den Preis anschaut und viel Leistung bekommen will, nimmt den 150er. Wer ein besseres Gesamtpaket haben will, weil ich meine, Lautstärke, Gewicht und alles, die Geschwindigkeit sind im Prinzip bei den meisten Aufgaben gleich, kann man auch den 110C nehmen, wenn man natürlich auf die Winkeldetektion und ich bedanke mich fürs Schauen. Alle Akkus habe ich unten verlinkt. Wenn ihr es über Amazon bestellen wollt, würde ich den Kanal unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das macht. Vielen lieben Dank, wenn ihr schaut. Kommentar da lässt, Daumen nach oben, das Video teilt. Danke, Servus und ciao.